Herzlichen Dank an die Veranstalterin der World Foundation for Natural Science. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich außerordentlich, heute hier zu sein. Ich habe einiges vor. Ich versuche langsam zu sprechen. Wir haben da oben Übersetzung, was gar nicht einfach ist, wenn man volle Freude und Begeisterung ist. Du kannst das rausnehmen, bitte. Das Thema Image Streaming oder das Thema Gehirn, wir haben ja auch ein schönes Modell, für die noch nicht wissen, wie das aussieht. Das beschäftigt mich jetzt eigentlich mein Leben lang und das Schöne ist ja, wenn man über das Gehirn spricht, das ist ja das, was man meistens dabei hat. Das hilft. Da redet man eigentlich von sich selber und von Dingen, die man kennt und das ist immer sehr, sehr angenehm. Das Gute ist, was immer Sie heute lernen, das ist für Sie, das nehmen Sie mit nach Hause und Sie können intensiv an dem arbeiten. Und ich habe mich Zeit meines Lebens immer damit beschäftigt, wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln, wie kann ich Dinge finden, ausprobieren, wie kann ich mein Leben bereichern und wie kann ich versuchen, das, was in meinem Inneren ist, was ich glaube und fühle, was richtig ist, wie kann ich das entwickeln zu einem besseren Menschen. Und der World Foundation for Natural Science, die mich freundlicherweise eingeladen haben, und ich gestehe, ich bin seit über 20 Jahren sehr ein stolzes Mitglied dieser Vereinigung, kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Ich kenne nichts Besseres auf dem Planeten, bis jetzt habe ich nichts gefunden und ich suche schon lange, wie viele von Ihnen auch. Es ist eine fantastische Sache und in dieser Organisation habe ich sehr viel gelernt, sehr viel kennengelernt die letzten 20 Jahre. Unter anderem auch das Thema Image Streaming, das mir schon vor rund 16 Jahren das erste Mal angetragen wurde. Und ich habe dann das Privileg gehabt, den Dr. Win Wenger kennenzulernen und Sie kennen ihn vielleicht aus den Büchern und den Artikeln. Er ist ein spannender Mann, der ist mittlerweile in seinen 80ern und ich weiß nicht, wie lange er noch unter uns sein wird. Und es ist eine fantastische Sache, was der Dr. Wenger herausgefunden hat. Und ich werde sehr viel heute von ihm zitieren und eigentlich Ihnen versuchen, das näher zu bringen, was ich die letzten Jahre und Jahrzehnte gelernt habe in dem Bereich. Ganz offiziell, man soll sich ja immer vorstellen, habe ich gelernt an dem Vortrag. Mein Name ist Dietmar Schumann, für die, die das noch nicht wissen. Und ich bin jetzt 46 Jahre jung oder alt, komme aus der Schweiz, ursprünglich aus Deutschland. Beruflich, muss ich sagen, bin ich im Account Management tätig, in der Informatik, seit vielen Jahrzehnten, seit Mitte der 90er Jahre und habe mich über das Projektmanagement dann hin zum Account Management entwickelt. Und ich darf heute viele Firmen, große Firmen im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Schweiz beraten. Und es macht mir besonders viel Spaß, weil ich habe festgestellt, dass ich vor allem mit Menschen arbeiten will. Ich liebe Menschen. Und ich freue mich außerordentlich, dass wir hier weit über 400 Leute sind. Wir werden heute intensiv miteinander arbeiten. Das ist eine fantastische Sache. Und sogenannt als Hobby, wenn man dem so sagen will, habe ich meine Passion, meine Hingabe zu meinem Hobby gemacht und irgendwann vielleicht zu meinem Beruf, ist die ganze Arbeit mit dem Menschen, mit dem Geist. Wir haben gestern, die gestern da waren und am Donnerstag, hochinteressante Vorträge gehört. Wir haben uns mehr mit dem physischen Teil des Körpers beschäftigt, mit Stoffen, mit Chemikalien, mit Prozessen, mit irgendwelchen Inhaltsstoffen, die wir in uns reinnehmen oder eben nicht reinnehmen sollten oder eben auch nicht. Heute Morgen beim Frühstück war das ja gar nicht so einfach. Da bleibt das eine oder andere doch hängen, nicht? Und ich musste mir schon anhören, dass ich das Falsche auf dem Teller habe. Das Leben ist nicht leicht, ja. Und es ist eine wunderbare Sache. Image Streaming, wir werden im Laufe des Tages dazu kommen, was das überhaupt bedeutet. Ich möchte eigentlich in dem ersten Teil von heute Morgen, der geht dann so bis gegen 10:30, möchte ich mehr so einen theoretischen Aufbau machen, auch mehr so aus der Gehirnforschung kommen, ein bisschen erzählen, um was es überhaupt geht und Ihnen klar machen, warum es wichtig ist, dass wir mit dem arbeiten, was wir wahrscheinlich mit uns tragen. Und ich sage wahrscheinlich, weil wir werden heute an den Punkt kommen, ich behaupte, vielleicht hat nicht jeder hier drin ein Gehirn. Ja, das mag schon das erste Fragezeichen hinterlassen und das ist völlig in Ordnung. Ich weiß also auch nicht, ob ich ein Gehirn habe, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nie scannen lassen, von daher bin ich nicht ganz sicher. Wenn man vom Gehirn spricht, und das ist heute in aller Munde, ist es vielleicht auch ein bisschen ein Wortspiel, wo gern verwendet wird, die Neuroplastizität. Das ist in aller Munde und wird gern auch zitiert. Wenn man dann irgendwas nicht erklären kann im Gehirn, dann ist es immer die Neuroplastizität. Und das ist alles wunderbar. Aber es zeigt doch eine Entwicklung, einen Trend in der Wissenschaft auf die letzten praktisch 5 Jahre, sage ich mal vorsichtig, wo sich massiv verändert hat. Die Vorstellung vom Gehirn war sehr mechanisch, sehr maschinell und sehr klar. Und ist eigentlich davon ausgegangen, dass das Gehirn wächst, vielleicht so bis 18, 16, 18, 20 und dann ist das fertig.
Und da gibt es ja diesen Ausspruch, was Hänslein nimmer lernt oder nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also wenn man quasi bis 18 nichts gelernt hat, dann wird das auch nichts mehr. Und das stimmt so nicht. Und wenn es das Einzige ist, was Sie heute mitnehmen, hören Sie mit diesem dogmatischen Denken auf und zu glauben, dass Ihr Gehirn sich nicht entwickeln kann oder nicht wachsen kann. Das ist nicht die Wahrheit. Mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo auch modernste Neurowissenschaftler erkennen müssen und das auch nachweisen können mittlerweile, dass das Gehirn sich permanent verändert. Permanent. Mit allem, was wir tun, mit all den Eindrücken, auch jetzt, während wir miteinander sprechen oder Sie mir allenfalls zuhören, verändert sich Ihr Gehirn. Und das, was wir bewusst wahrnehmen, ist nur ein Teil dessen, was wir tatsächlich aufnehmen. Wir sind heute in der Lage, vielleicht durch Techniken wie Hypnose sehr viele Dinge aus unserer Erinnerung zurückzuholen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir das wahrgenommen haben, weil es nicht in unserem Aufmerksamkeitsstrom drin liegt. Das Gehirn nimmt praktisch alles wahr. Und es gibt Menschen, die haben da gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse und können dort einfach etwas mehr wahrnehmen. Wir können das trainieren. Wir können die Fähigkeit von Ihnen, mit Ihrem Gehirn zu arbeiten, deutlich steigern. Und das finde ich fantastisch. Also freuen Sie sich. Und weil heute Abend der Hut nicht mehr passt, kann es sein, dass das Gehirn etwas gewachsen ist. Das wäre durchaus natürlich. Deine Vorstellungskraft ist die Schatzkammer des Universums. Ich werde mich heute überhaupt nicht mit dem physischen Teil des Gehirns beschäftigen. Dafür haben wir tolle Leute, die können das viel besser als ich. Da bin ich definitiv nicht kompetent genug und will ich mich gar nicht auf die Äste rauslassen. Sonst habe ich hier 100 Leute, die gegen mich anstürmen, mir erzählen, was ich alles falsch gesagt habe. Das ist ein Umfeld mit dem Gehirn, das haben auch die meisten noch nicht verstanden. Und vieles ist sogenannt nicht erforscht. Ich möchte mich heute mehr mit dem geistigen, mit dem spirituellen Teil beschäftigen. Und der Mensch aus meiner Wahrnehmung ist Geist. Und es ist völlig legitim, über Geist zu sprechen. Auch in einer wissenschaftlichen Organisation, in einem wissenschaftlichen Vortrag dürfen wir über Geist sprechen. Weil wir wissen, dass wir Gedanken haben, wir wissen, dass wir Gefühle haben, wir sind voller Erinnerung, Freude und Leid und das sind alles Dinge, die entspringen dem Geist. Und das lässt sich natürlich irgendwann vielleicht chemikalisch wieder nachweisen, die Effekte von Gedanken und Gefühlen im Körper. Der Mensch ist Geist. Und wir werden uns heute den gesamten Tag mit unserem Geist beschäftigen. Und das finde ich faszinierend. Und ich komme zu der Aussage, dass der Mensch, der geistige Mensch in seinem Körper wohnt. Der Körper ist ein wichtiges Instrument und wir haben das gehört am Donnerstagabend von unserem Europapräsidenten. In Harmonie und in Einklang zu sein, braucht auf der einen Seite ein gesundes Verständnis für die Natur, ein gesundes Verständnis für den Körper, für die Abläufe des Körpers und es braucht auch einen gesunden Geist. Und der Wille steht zuerst. Und ich glaube, nach all den Jahren und eigenen Erfahrungen in den Jahrzehnten, glaube ich, dass der Geist und der Wille, der im Geist ist, dass er den Körper beherrschen kann, im positivsten Sinne. Wir können den Körper lenken. Und ja, wir haben gestern sehr viel gehört, was Ernährung angeht und was Lebensweise angeht, was auch nicht so gut läuft in der Medikation. Und gleichwohl dürfen wir nicht vergessen, wir sind Geist. Und der Geist beherrscht die Materie immer noch. Aber wir haben es verlernt, in den letzten paar hundert Jahren mit dem Geist zu arbeiten. Und wir werden heute auch noch was hören über das Thema der digitalen Demenz. Und das ist ein sehr namhafter Mann, der Professor Dr. Spitzer, ein Kind von Ulm, der heute leider nicht da sein kann. Ich habe ihn eingeladen, ich hätte ihn gern das Vorwort sprechen lassen. Er spricht ja auch von der digitalen Demenz und von unserer Unfähigkeit oder unserer sogenannten modernen Welt, die beginnt immer mehr Kompetenz des Gehirns auszulagern. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel, Navigation. Das kennen die meisten von Ihnen. Ich komme aus einer Generation und ich bin im Außendienst tätig, ich besuche immer wieder Kunden. Ich habe früher Karten gelesen, aber richtig studiert. Ich habe mir überlegt am Abend vorher, wo ich am nächsten Tag hinfahre. Ich habe mir Wege gesucht, ich habe mir sogar einen Ersatzweg gesucht, um zu wie wenn was passiert, wo kann ich andersrum. Und ich habe heute noch, selbst wenn ich hier nach Ulm fahre, habe ich in meiner Vorstellung eine Vorstellung von der Himmelsrichtung. Ich weiß immer, wo Norden ist. Ich habe einfach ein gutes Grundgefühl und ich sehe Länder in Karten.
Wenn ich so nach Deutschland reinfahre, ich komme jetzt aus der Schweiz, dann ist Deutschland für mich im Norden und das liegt wie eine Karte vor mir und ich weiß, ich muss vorne rechts, dann komme ich irgendwann Richtung Ulm. Ja, ist doch so. Man hat das irgendwie in seinem Gehirn, in seiner Vorstellung. Wir sind eine Generation, sage ich jetzt mal, und die, wo etwas älter sind, sowieso. Wir haben gelernt, Karten zu lesen. Was macht ein Mensch, der gar nicht weiß, wie eine Karte aussieht? Der sein Leben lang in Navigationssysteme Adressen tippt und immer schön nach den Strichen und nach der lieben Dame meistens oder den Herr, der da zu einem spricht, fährt. Und dann sehen wir plötzlich komische Bilder von Autos, die die Treppe runterfahren oder im Fluss landen und wundern, wie kann das passieren? Das hat damit zu tun, weil wir die Kompetenz aus unserem Gehirn abgegeben haben. Das ist unglaublich eigentlich. Wir haben verlernt zu denken. Und mein Bestreben heute, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, ist, dass Sie wieder Methodiken, Fähigkeiten entwickeln. Und wir sind ganz am Anfang. Glauben Sie nicht, dass Sie heute Abend da alle Wunder auf diesem Planeten erreichen. Aber ich will, dass Sie Methoden kennenlernen, mit denen Sie nach Hause gehen können und wirklich trainieren können. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden einen Unterschied wahrnehmen in kurzer Zeit. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist wunderbar. Die Schatzkammer des Universums. Es birgt all diese wunderbaren Dinge wie Musik, Kunst und Wissen, Erfindungen in sich. Nutze diese Vorstellungskraft, um dir ein Leben nach deinen Wünschen zu erschaffen. Das ist ein schöner Satz, wollen wir ja alle. Wir würden uns ja alle gerne ein Leben nach unseren Wünschen erschaffen. Die Frage ist es möglich? Und was braucht es dazu? Wir sind hier im Einstein-Saal, falls Sie das vielleicht noch nicht wussten. Und der Albert Einstein ist ja auch ein Kind von Ulm. Das muss man dann auch mal erstmal verstehen. Ich muss gestehen, bis vor ein paar Jahren dachte ich immer, das sei ein Schweizer gewesen. Es kommt davon, wenn man dann die Geschichten aus der ETH und diesem Patentamt Bern hört, dann dachte ich immer, das ist ein Schweizer. Und zu meiner freudigen Überraschung habe ich dann herausgefunden vor einigen Jahren, dass der Albert Einstein in Ulm geboren wurde und dass er Deutscher ist, was immer sehr angenehm ist. Der Albert Einstein, da kann man jetzt viel drüber reden und ich weiß, das ist sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen, der war relativ dumm, die anderen sagen, das lag an den Schweizern, die haben das Notensystem der Deutschen nicht begriffen. Ich lasse das mal dahingestellt. Aber Tatsache ist, glaube ich, das sagen auch seine Geschwister, dass er bis in ein Alter von 7, 8 Jahren sehr unfähig war, Sprache zu sprechen oder sich in irgendeiner Form sozial zu beteiligen. Er war immer ein bisschen ein Sonderkind. Ein Sonderkind, weil er einfach Mühe hatte, wahrzunehmen, zu verstehen und das wieder auszudrücken. Er hatte offensichtlich Mühe mit seinem Gehirn, aus unserer heutigen Sicht. Und er hatte eine Tendenz, dass er alles, was er gehört hat und was er sagen wollte, hat er immer leise wieder nachgesprochen. Er hat es wie nochmal wiederholt. Wenn er was gehört hat, hat er diesen Satz nochmal nachgesprochen. Und es wird berichtet, wenn er dann mit seinen Kolleginnen und Kollegen an der ETH unterwegs war und sie mal dann einen schönen Ausflug hatten, wo sich eigentlich alle gefreut haben, endlich mal frei, dass er dann irgendwie leicht apathisch in der Ecke gesessen ist und eigentlich nicht viel gesagt hat und mehr so in seiner Welt funktioniert hat. Und ich zitiere den Albert Einstein heute öfters, weil er ist der erste und nicht der einzige, aber einer der ersten Wissenschaftler, bekannten Wissenschaftler, die zugegeben haben, dass er gar nichts weiß, absolut nichts. Und dass alles, was er je gesagt hat, dass es ihm gegeben wurde und dass es in seiner Vorstellungskraft geschehen ist. Sie müssen sich vorstellen, der Albert Einstein, und das sagt er ja, hat er damals dann selber erzählt, der hat jahrzehntelang mit Gedanken verbracht, wie ist es, wenn ich auf einem Lichtstrahl reite, ja, ein Strahl von Licht, der bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und ich halte einen Spiegel vor mein Gesicht. Sehe ich mein Spiegelbild oder nicht? Mag eine leichte Frage sein, physikalisch eine komplexe Geschichte. Und man möchte meinen, dass es nicht möglich ist, weil es braucht ja eine gewisse Zeit, bis da sein Bild transportiert wird, wieder zurückgespiegelt wird. Und er ist ja schon mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Und irgendwie hat er mehr nach seinem Gefühl gearbeitet. Er hat mehr begriffen, das kann nicht so sein, wie die Physik sagt. Und so hat er viele andere Gedanken vor sich hergetragen und hat die Jahre und Jahrzehnte lang in seinem Gehirn durchexerziert, bis er an den Punkt gekommen ist, wo er völlig überraschend, und hier drin sitzen lauter Einsteine übrigens, völlig überraschend aufgestanden ist und seine Relativitätstheorie formuliert hat.
wie es so schön heißt, out of the blue, ohne Vorwarnung und hat die Welt der Wissenschaft schockiert. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass ein Mensch, der vermeintlich, ich sage jetzt dumm, in Anführungsstrichle, dumm war er sicher nicht, vermeintlich Schwierigkeiten hat mit seinem Gehirn und vermeintlich Schwierigkeiten hat, mit anderen Menschen umzugehen und eigentlich Zeit seines Lebens irgendwo nach im Patentamt in Bern in so einem minderen Job tätig war und eigentlich administratives Zeug gemacht hat, ein No-Name, würde man sagen, mit unserer heutigen Sprache, aufsteht und eine revolutionäre Theorie auf den Tisch legt, wo die ganze sogenannte Welt der Wissenschaft auf den Kopf stellt. Woher kommt das? Das ist der Grund, ich glaube, ich habe das so genannt, nicht wahr? Beyond Einstein Training. Das ist ein Begriff, den habe ich vom Dr. Wenger mir ausgeliehen. Und das bedeutet eigentlich, dass in diesem Saal sitzen lauter Dr. Einsteine. Dr. Albert Einstein. Ich weiß nicht mal, ob er Doktor war, wahrscheinlich nicht, er hat einen Ehrendoktor gekriegt. Und er sagt uns, der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der rationale Verstand sein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft geschaffen, die den Diener verehrt und das Geschenk vergessen hat. Das sollte uns was sagen. Und wenn es der ein oder andere hier denkt, ja, wann kommt er endlich mal zur Wissenschaft? Wir haben noch den ganzen Tag Zeit. Wir kommen da schon hin. Weil ich will anfangen, ich bin eigentlich schon mittendrin und arbeite mit Ihrem Gehirn, weil ich will eigentlich am Ende vom Tag, dass Sie ein bisschen anders denken. Dass Sie aus einer anderen Perspektive schauen und den physischen Teil physisch lassen und realisieren, dass der Geist wichtig ist. Er hat uns auch gesagt, die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Wissen ist limitiert. Wenn wir versuchen, aus unserem jetzigen Bewusstsein Probleme zu lösen, werden wir es nicht schaffen, weil unser jetziges Bewusstsein hat uns in die Probleme geführt. Wie soll dieses Bewusstsein uns aus den Problemen rausführen? Das ist nicht möglich. Da gibt es ja diese berühmten Worte wie think outside the box. Das ist so, wir müssen unser Bewusstsein, unseren Geist verändern, um zu neuen Lösungen zu kommen. Weil physisch kommen wir offensichtlich an Limitationen. Das haben wir gestern gehört, die Prognosen sind alles andere als lustig. Frau Dr. Kempel und der liebe Lukas Waldmann, die haben uns da einiges aufgezeigt. Ist ja nicht so ganz schön, wenn man dazu hört, was da auf uns zurollt. Da haben wir offensichtlich physisch Kapazitätsgrenzen und Gesundheitsgrenzen erreicht mit der Art, wie unser Bewusstsein heute unser Leben gestaltet. Wenn wir Veränderungen wollen, egal wie, die einen sind persönliche Veränderungen, das andere sind globale Veränderungen, dann müssen wir unser Bewusstsein, unseren Geist verändern, müssen anders denken. Und um das zu können, müssen wir in der Lage sein, unser Gehirn zu verändern. Und es ist möglich. Und die Vorstellungskraft, sie umhüllt die ganze Welt. Und wenn wir ehrlich sind, ist jede Erfindung, alles, jedes Buch, das je geschrieben wurde, jeder Artikel, der je veröffentlicht wurde, alles, was erfunden wurde, zurück bis zum Rad, ist alles einer Idee entstanden. Alles. Es ist immer die Vorstellungskraft, immer. Es sind nicht die mathematischen Formeln, die kommen nachher. Es ist die Idee. Es sind immer kleine Gedanken, kleine Ideen und die führen zu großen Erfindungen. Oder es ist der Wunsch nach etwas. Und dann passiert es erstmal im Geist. Wir stellen uns das vor und versuchen Lösungen zu finden. Wir werden heute miteinander Methoden anschauen, wo uns helfen, außerhalb dessen zu denken, was wir bisher kannten. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir Probleme lösen wollen. Die Frage ist, bist du ein Genie? Sind wir hier drin alle Genies oder nicht? Oder sind wir einfach so, wie wir sind? In dem Körper, wo wir sind, in dem Alter, in dem Namen, von dem Land, wo wir kommen? Oder es ist einfach, wie es ist und wenn wir Glück haben, werden wir 70, 80, 90 und das war's. Ist es das? Oder ist da viel mehr möglich? Viel mehr, außerhalb unserer Vorstellungskraft. Und was bedeutet es, ein Genie zu sein? Was definiert Genie? Ich meine, der Albert Einstein, der arme Kerl, der wird ja heute quasi, immer wenn es darum geht, irgendwie einen brillanten Wissenschaftler zu zeigen, dann sieht man sein Bild. Zerzaustes Haar, ungepflegter Bart, das ist so das Synonym eines Wissenschaftlers. Und der muss da hinhalten, der arme Kerl. Der weiß wahrscheinlich selber nicht, wie ihm geschieht. Wir werden die Frage heute beantworten. Bist du ein Genie?
Ich habe hier eine freche Folie, ich sage das immer im Vorfeld, die kommt auch gar nicht von mir, ich habe da unten auch die Referenz drauf. Aber ich finde das ganz lustig, da kann man sicher drüber streiten, ob das im Detail stimmt, aber es soll Sie ein bisschen stimulieren in Ihrem Gehirn. Es gibt Dinge, die auch physisch, und wir haben das gestern ein bisschen gehört, und wir werden heute auch noch ein bisschen über Synapsen und Hebsche Verbindungen sprechen, die auch physisch unser Gehirn beeinflussen. Und wir haben das gehört gestern, die Fähigkeit, sich zu bewegen, ist essentiell. Wenn wir mit unserem Gehirn weitermachen wollen und schaffen wollen und vorwärts kommen wollen und ein gesundes Gehirn haben wollen und aufhören, uns zu vergiften, sollten wir uns bewegen. Da werden sehr viele Stoffe freigesetzt, das ist sehr wichtig. Gehirnjogging im wahrsten Sinne des Wortes Jogging. Schlafen ist sehr, sehr wichtig für die Gesundheit des Körpers, essentiell, auch für das Gehirn. Und wir dürfen uns, glaube ich, eine Lebensweise aneignen, und das ist ein bisschen konträr dessen, was heutzutage läuft, dass wir Ruhe haben, dass wir langsamer werden. Und nicht nur im Alter langsamer werden, vielleicht sogar schon etwas vorher. Dass wir sogenannte Kreativitätspausen einlegen und gut atmen. Und wir werden heute miteinander auch ein bisschen atmen. Das mit der Meditation, da gibt es, glaube ich, 37 Millionen verschiedene Varianten. Da will ich nicht drauf eingehen, da kann jeder nach seinem Gusto was finden. Am Ende führt das alles zum Gleichen. Es führt dazu, innerlich ruhig zu werden, überhaupt in der Lage, seine Vorstellungskraft anzudocken. Und das ist ja der Teil vom Image Streaming. Wir wollen ja in diesen Strom eingreifen, der sowieso schon da ist. Der letzte, das ist immer sehr, sehr amüsant, der gefällt mir persönlich am besten. Und da weiß ich, das gibt immer sehr kontroverse Diskussionen, aber es ist mir egal. Hier und da ein Tässchen Kaffee, schadet, glaube ich, nicht. Damit möchte ich das schnell überspringen. Sonst kriege ich da morgen eine Abhandlung, was daran nicht stimmt. Lesen. Lesen Sie, ich bitte Sie, benutzen Sie Ihr Gehirn, lesen Sie Bücher. Auch wenn Sie keine Zeit haben, lesen Sie trotzdem. Es ist wichtig. Und schreiben Sie von Hand. Schreiben Sie von Hand Dinge auf, lernen Sie wieder von Hand Notizen zu machen. Es ist wichtig, es benutzt unser Gehirn. Musik. Wir haben heute einen Teil, das wird dann gegen späteren Nachmittag sein, und wir haben uns das lange überlegt, wie wir den Tag gestalten. Und ich habe Ihnen gesagt, wir schauen ein bisschen digitale Demenz an und die Verwendung von Medien. Und wir werden im gleichen Zug auch Musik anschauen. Und da werde ich ein kleines, ich sage dem jetzt Massenexperiment machen, habe ich noch nie gemacht mit so vielen Leuten. Was bedeutet es denn, wenn wir ernsthaft unangenehme Musik hören, und ich muss sie da leider ein bisschen penetrieren mit schrecklicher Musik? Und da werden wir vielleicht 1 Minute, 2 ertragen müssen. Ich glaube, die ist wirklich schrecklich, die Musik, aber leider das, was es heute gibt. Und wir werden danach in diesen Image-Stream reingehen nach dieser Musik, und dann haben wir dann die Freude, auch wieder schöne Musik zu hören, also vermeintlich schön, ich hoffe, das ist dann für alle schön. Und wieder, wo ein bisschen Freude in den Körper kommt, dann machen wir wieder einen Image-Stream. Und Sie werden selber an sich erkennen, wo die Unterschiede sind. Und ich hoffe, das sind welche, sonst es ist ja dann Ende vom Tag, dann können Sie mir da nichts mehr sagen, dann ist die Sache schon erledigt. Es ist wichtig, Musik zu hören, es ist fantastisch. Und sich in der Natur zu bewegen, ist ganz, ganz wichtig. Wir haben das auch am Donnerstag gehört, weil die Natur ist ein Vorbild. Es ist ein Muster, es zeigt uns, wie das Leben funktioniert, das ist fantastisch. Was überhaupt nicht funktioniert, und das ist auch ein weit verbreiteter Irrtum, ist das Thema des Multitaskings. Das funktioniert nicht. Und da glauben vielleicht der ein oder andere hier drin, nein, Multitasking, ich bin ganz ein toller Multitasker. Können Sie vergessen. Ihr Gehirn kann das einfach nicht. Ihr Gehirn kann genau ein Ding, und das ist dafür richtig. Man kann viele Dinge gleichzeitig tun, aber die Frage ist, habe ich denn Qualität in dem, was ich tue? Oder kann ich einfach auf der Oberfläche rumkratzen und versuchen, so viele Dinge gleichzeitig zu machen? Das funktioniert nicht. Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen auf Arte Deutschland. Da war so ein pfiffiger Engländer, Entschuldigung an die englische Fraktion hier, ein pfiffiger Engländer, der hat von sich behauptet, er sei der weltbeste Multitasker. Dann haben sie den mal ein bisschen rangenommen, haben den in ein Auto gesteckt, haben dem Kopfhörer verpasst mit einem Handy, haben den angerufen und haben den blödsinnigste mathematische Fragen gestellt beim Autofahren.
und vor ihm ist ein anderes Auto gefahren, hatte den Kofferraum auf und hatten die ganze Zeit irgendwelche Softbälle zugeschmissen und er musste immer ausweichen, weil das Ziel war, die nicht zu treffen. Und das war eine Katastrophe, da ging gar nichts. Der hat jeden Ball überfahren, einfach jeden. Der war nicht in der Lage, Auto zu fahren, zu schalten, Geschwindigkeit aufzunehmen, weil der musste an dem Auto dranbleiben, zu hören, zu begreifen, was will der jetzt von mir, was Mathe, was ist 3 plus 4? Der war nicht in der Lage, das zu tun und hat jeden Ball umgefahren. Es ist einfach nicht möglich. Also vergessen wir ganz schnell wieder Multitasking, ist eine blöde modische Erscheinung. Und um ein bisschen chemisch zu werden, wir haben das gestern schon im Exzess gehört, mit dem Zucker müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, ist nicht so ganz toll. Aber das Wichtigste, deswegen zeige ich eigentlich die Folie, der einzige Grund, warum ich die wirklich zeige, ist eigentlich der letzte Satz, der Punkt 10. Glauben Sie daran, dass Sie Ihr Gehirn verändern können. Das ist das Wichtigste, der Wille, der Geist. Wir werden heute ein bisschen über Alzheimer reden, über Demenz, das Schreckgespenst der Gesellschaft. Wir werden es mal von einer ganz anderen Seite anschauen. Und ich werde Ihnen auch die eine oder andere Studie um die Ohren hauen. Das muss man ja machen an so einem wissenschaftlichen Kongress. Und ich bin überhaupt kein Freund von Studien, weil heute ist es ja so großartig, man findet definitiv für seine Aussage immer eine Studie. Ist überhaupt gar kein Problem. Also wie viel Wert haben diese Studien? Ich finde für jeden Studie eine Gegenstudie. Das ist problemlos. Also ich kann jede meiner Aussagen kann ich mit 3 Studien untermauern. Was für einen Wert hat das? Und wer ist derjenige, der die Studien gemacht hat? Wohin sind die Gelder geflossen? Da muss man schon sehr genau hingucken, bevor man eine Studie zitiert. Und ich werde trotzdem eine zitieren. Warum? Weil es Spaß macht. Neuroplastizität. Neuroplastizität beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern. Und natürlich, das hat mit Synapsenbildung zu tun. Und vielleicht zeige ich Ihnen nachher noch ein kleines Filmchen, mal schauen, wie das zeitlich drin liegt. Es ist eigentlich relativ eine einfache Geschichte. Wir haben das gestern ja gesehen mit den ganzen Verästelungen, die gestern da waren. Am Ende muss man sich Folgendes vorstellen. Wenn Sie Fahrradfahren lernen, und wahrscheinlich können die meisten hier drin Fahrrad fahren, ich erinnere mich sehr gut, wie das bei mir war, dann hat man am Anfang ein bisschen Mühe und kann sich nicht so recht vorstellen, wie das funktionieren soll. Dann macht man das ein paar Mal, wahrscheinlich fällt man auch hin zwischendurch. Die, wo Stützrädler hatten, die waren da gesegnet. Und irgendwann klappt das und dann kann man Fahrrad fahren. Jetzt weiß ich nicht, ich fahre hier und da Fahrrad, sehr selten, aber immerhin. Jetzt hat es hier denn vielleicht jemand, der seit 20 Jahren nie wieder auf einem Drahtesel gesessen ist. Ich könnte Ihnen jetzt ein Fahrrad geben, Sie können den Gang runterfahren, das funktioniert. Das ist wie gespeichert. Ihr Gehirn hat diese Fähigkeit gelernt und das ist gut so. Jetzt können wir anfangen, über die Areale zu reden. Ich könnte Ihnen 2 Stunden lang Bilder zeigen, wo Wissenschaftler behaupten, in welchen Gehirnarealen welche Funktionen sind. Und am Ende widersprechen die sich sogar. Ich glaube, wir dürfen anfangen zu überdenken, warum es das Gehirn gibt und was die Aufgabe des Gehirns ist. Und wir müssen aufhören, so physisch zu gucken. Die Wissenschaft ist nur so gut, wie sie messen kann. Das, was wir messen können, glauben wir, ist das, was ist. Nur weil wir die Dinge noch nicht verstehen, noch nicht messen können, heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Und ich werde ich habe ja ganz am Anfang so einen frechen Satz gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich ein Gehirn habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich war noch nie in so einem MRI-Scan. Und ich zeige Ihnen nachher, warum. Wir werden da ein paar Bilder sehen, das werden Sie recht überraschen. Und dann kommen wir dann an das Fragezeichen ran, zu glauben, zu wissen, in welchem Bereich des Gehirns welche Areale bekannt sind, kognitive Geschichten, motorisch, sensorisch, Sprache und was ich was alles. Ist das wirklich dort, wo wir glauben? Und hat das Gehirn wirklich diese Funktion? Ich glaube, man kann das hier lesen. Ich lese das vor, auch für die Übersetzung, der 2. Absatz. Unter neuronaler Plastizität versteht man die Eigenart von Synapsen, Nervenzellen oder auch ganzen Hirnarealen, sich zwecks Optimierung oder Lernen laufender Prozesse in ihrer Anatomie und Funktion zu verändern. Und das ist etwas, das ist relativ jung. Da reden wir noch nicht schon 30, 40 Jahre drüber, das ist relativ jung. Weil bisher ist man davon ausgegangen, dass das statisch ist. Wenn man dem Professor Dr. Spitzer zuschaut, der ja hier in Ulm an der Fakultät für Neurowissenschaften lehrt, wenn man den seine Vorträge anschaut, und ich konnte ihn in Winterthur, haben wir ihn besucht, der zeigt da ganz lustige Bilder.
wenn man sieht, dass sich das Gehirn in den Nervenzellen immer wieder verändert und dass das Gehirn am nächsten Tag nicht so ist wie am Tag vorher, dass es sich massiv verändert hat, dann wird man schon nachdenklich. Und dann fängt man an, sich zu fragen, kann das sein, dass das Gehirn sich nicht verändert? Und die Institutionen, wo vor 30, 40, 50 Jahren gesagt haben, Kreativität taugt nichts, das ist alles so eine Modeerscheinung, das sind heute diese Institute, wo Kreativität als Fach anbieten. Und die gleichen Institutionen sagen heute, das Gehirn ist eine Maschine. Es wächst nicht mehr. Mit 18, das war's. Und wenn Sie einen Gehirnschaden haben, dann haben Sie ein physisches Problem. Diese Fakultäten werden in 10, 15 Jahren ganz anders reden, da können Sie sicher sein. Das haben wir ja gestern ein paar Mal gehört. Ich glaube, das hat der Lukas Waldmann uns gezeigt. Die Aussagen vom Time Magazine, wo 10, 15 Jahre später praktisch 180 Grad anders sind. Ich glaube, am Ende vom Tag, und das ist ja das Ziel von heute, am besten machen wir unsere eigenen Erfahrungen. Da wissen wir, was wir haben, und wir haben es mit unserer eigenen Birne gemacht, mit unserem eigenen Gehirn, und dann wissen wir, was funktioniert und was nicht. Das finde ich immer am netzten. Je nach betrachtetem System spricht man zum Beispiel von synaptischer Plastizität oder kortikaler Plastizität. Der Psychologe Donald Hebb, ja, da kommen die Hebbschen Verbindungen, gilt als der Entdecker der synaptischen Plastizität. Er formulierte bereits 1949, er war natürlich dort mehr als umstritten, die Hebbsche Lernregel oder die Hebbschen Verbindungen. Im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gaben Forschungen immer mehr Aufschluss über die plastische Formbarkeit des Gehirns, selbst weit in das Erwachsenenalter hinein. Das ist ein Fall von einem jungen Mädchen, das können Sie gerne nachrecherchieren, von den Fällen gibt es Unmengen. Ich habe einfach einen rausgepickt. Ein junges Mädchen, das als junges Kind eine Entzündung hatte in ihrer rechten Gehirnhälfte. Und es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder lässt man das Kind sterben, weil das war offensichtlich, hätte es zum Tod geführt, oder man operiert die rechte Gehirnhälfte weg. Im vollen Bewusstsein, dass wenn rechte Gehirnhälfte weg, dann linker Körperteil nicht so gut. Dann gibt es meistens Lähmungen und ich weiß nicht was, und dann haben sie auch gesagt, dann werden wir nie reden können und dann klappt gar nichts. Das wird ein furchtbares Leben. Das war vorausgesehen. Und sie haben es rausoperiert, und das Komische ist, dass das Kind mittlerweile 2 Sprachen spricht, sich völlig normal bewegt, Sport macht und überhaupt nicht auffällig ist und hat nur die Hälfte ihres Gehirns. Wie ist sowas möglich? Und das ist nicht ein Einzelfall, von den Fällen gibt es viele. Und um sie völlig, total fertig zu machen, zeige ich Ihnen das. Und das muss ich Ihnen ein bisschen erklären, weil das glaubt man eigentlich gar nicht. Die, wo da ein bisschen Ahnung haben, das sieht man hier sind, glaube ich, die Zähne, das sollte die Augenhöhle sein. Da sollte ein Gehirn sein. Das ist von oben und hier wieder von vorne nach hinten geschaut. Das ist ein MRI-Scan, da sollte ein Gehirn sein. Da ist aber dummerweise keins. Was man hier sieht, ist die Schädeldecke und ein bisschen Gehirnmasse. Das Verrückte ist, der arme Mann, das ist ein, da werden Sie wahrscheinlich lachen, also Entschuldigung, ich kann nichts dafür, aber es ist wirklich ein Beamter, ich kann auch nichts dafür. Es lässt tief blicken, ich weiß. Ich kann wirklich nichts dafür, das ist nicht erfunden, das ist leider wirklich so. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, der Mann wusste 44 Jahre lang nicht, dass er kein Gehirn hat. Ist ja schon noch blöd, nicht? Sie können es hier lesen. Ist ein Franzose, da mag ich mich auch nicht drüber auslassen. Französischer Beamter. Aber Vater von 2 Kindern und sicher ein wunderbarer Mann. Ja, Entschuldigung, wie geht das? Darum habe ich vorher gesagt, ich weiß nicht. Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen hier drin noch keinen MRI-Scan gemacht haben. Also ich habe keinen gemacht, ich wüsste nicht warum. Und ich mache den auch lieber nicht, weil nachher habe ich noch ein schlechtes Gewissen. Oh Gott. Ich bitte um Vergebung. Haben wir österreichisches Publikum hier? Oh Gott. Darf ich denn erzählen, ihr lieben Österreicher? Erlaubt ihr mir das? Es gibt 2, es gibt die Ostfriesen und die Österreicher, die müssen immer hinhalten, wenn es um Witze geht. Das ist schon schlimm. Aber Sie kennen den ja, oder? Ich habe den mir heute Morgen erzählen lassen, der ist so gut.
Und ich habe befürchtet, wenn ich das Bild zeige, kommt mir der Witz in den Sinn und so ist es. Ich bitte um Vergebung. Ihr könnt mich nach der Veranstaltung prügeln, das ist völlig in Ordnung. Da haben sie eine Untersuchung gemacht. Ja, haben sie 3 Gehirne geöffnet, also Schädeldecken geöffnet von einem Japaner, der voller Elektronik und Bauteile natürlich im Gehirn, ist ja klar. Von dem Schweizer, der sah aus wie ein Uhrenwerk, alles voller Zahnrädle, perfekt organisiert, Sahne. Und dann vom Österreicher, gähnende Leere. Und ja, ich meine, dem sind keine Überraschungen, gebe ich zu. Aber was sie total erstaunt hat, war, dass sie da drin einen kleinen Kupferdraht gesehen haben im Gehirn. Da haben sie da reingeschaut und der ging da von der rechten zur linken Schädelhälfte und sie haben einfach nicht verstanden, wofür der Kupferdraht ist. Da hat sich so ein pfiffiger Wissenschaftler gedacht, komm, wir schneiden den mal durch. Und dann haben sie den durchgeschnitten, dann sind die Ohren abgefallen. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Aber nochmal, schön, dass die Übersetzung, schön, diese Wellen der Übersetzungen zu hören. Aber ist doch schon verrückt, oder? Ich meine, das ist übrigens, und das ist auch nicht gerade gestern, das ist offiziell publiziert worden im Science Magazine bereits in den 80er Jahren. Ja, das ist nicht ein Bild von gestern. Und das ist auch nicht von irgendeinem Kerl erfunden. Im Science Magazine, es gibt, glaube ich, kein renommierteres wissenschaftliches Magazin als das Science Magazine, ist dieses Bild veröffentlicht worden und hat dementsprechend zu massivem Aufruhr geführt. Schon dort, nur wir kriegen das ja heutzutage nicht mit, da redet ja keiner drüber. Warum? Weil dann unsere ganze Vorstellung von Gehirn sich vielleicht verändern sollte. Und da fragt man dann schon, und darum habe ich das da reingeschrieben, vielleicht suchen wir am falschen Ort. Was will ich dem Menschen sagen, dass er Gehirnareale benutzt, wenn er gar keins hat? Ist noch schwierig. Und das ist noch nicht das Ende, jetzt gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Und ich weiß, die ist sehr gern zitiert und ich muss die zitieren, weil sie ist einfach zu gut. Die legendäre, ich habe die legendär getauft, die Nonnenstudie. Und der eine oder andere mag die kennen. Es ist eigentlich unglaublich. Und das hat mir aber dazu geführt, dass ich noch ein bisschen weiter recherchiert habe, die letzten Monate und Jahre, was es denn mit dieser Demenz und dem Alzheimer auf sich hat. Und ja, ich gebe zu, hier drin hat es sicher Profis und Experten zu dem Thema und ich sage da gar nichts dazu. Auf den physischen Teil lasse ich mich erst gar nicht ein. Und wir haben gestern sehr deutlich verstanden, dass physische Vergiftungen, Metalle wie Aluminium und ich weiß nicht was alles, dass die schwere Schäden, physische Schäden im Gehirn verursachen können. Selbstverständlich. Dennoch muss man sich fragen, was Demenz wirklich ist. Ist Demenz oder auch eine Unterform der Demenz, diese alzheimerische Demenz, ist es eine rein physische Krankheit oder ist da noch was ganz was anderes dahinter? Oder haben die Menschen ihre Fähigkeit verloren, ihr Gehirn zu verwenden? Und dann muss man mal schauen, was für Menschen kriegen denn diese Demenz, in was für einem Geisteszustand? Mit allen physischen Schäden, selbstverständlich. Jetzt kommt diese Nonnenstudie. Da ist Folgendes passiert. Da haben neurologische Wissenschaftler, also Gehirnforscher in den USA, die machen immer tolle Sachen in den USA, die haben ein ganzes Bistum, ein ganzes Kloster unter Vertrag genommen und haben mit ihnen verhandelt, dass sie permanent Interviews führen dürfen. Sie durften also mit den Menschen arbeiten und sie durften nach ihrem Tod ihre Gehirne untersuchen. Das war Teil des Vertrags. Und das ist soweit gut gelaufen, viele Jahre lang, Jahrzehnte. Und überraschenderweise ist dann irgendwann diese liebe Schwester Bernadette gestorben. Die war doch auch schon 85. Und die, wo sich da ein bisschen besser auskennen in der Demenz- und Alzheimer-Forschung, man redet ja von Placken oder Plaques und Ablagerungen und Verpilzungen im Gehirn, die physische Anzeichen für Demenz und Alzheimer zeigen, wenn man dann diese Gehirne untersucht. Jetzt bei der Schwester Bernadette, die dann überraschend gestorben ist, wahrscheinlich an einem Herzinfarkt, das weiß ich gar nicht, steht das da irgendwo? Ja, da steht es, am Herzinfarkt. Da hat man dann halt auch nach ihrem Tod das Gehirn geöffnet, sprich die Schädeldecke, und war völlig geschockt. Weil die physischen Anzeichen, die waren so massiv, die Frau hätte schwersten Demenz haben müssen, schwerste. Weil das Gehirn war völlig verpilzt, voller Ablagerung, eigentlich eine selten schwere Katastrophe. Nur das Dumme ist, dass die Frau das nicht wusste.
Und dann hat die einfach keine Lust gehabt, Demenz zu haben. Und da man ja mit der Frau da Interviews geführt hat die ganze Zeit, wusste man auch, dass die eine Woche vor dem Herzinfarkt bei bester Gesundheit war, geistig auf der Höhe, total fit. Ja, komisch, ja? Das lässt einen schon sehr nachdenklich werden. Können wir das Demenzrisiko senken? Können wir das vielleicht sogar spielerisch senken? Können wir Dinge tun, neben den physischen Sachen, verstehen Sie mich immer recht, ich bewege mich auf einer anderen Etage, können wir dort was machen?